Ja, liebe Freunde, die Zeiten, wo es hier in den Niederlanden noch ein bisschen kälter war wie zu Hause und hier immer ein bisschen Wind wehte und man es gut auf dem Boot aushalten konnte, die sind leider vorbei. Auch hier erwischt uns mittlerweile die Hitzewelle. Mal ein paar Gedanken von mir zu dem aktuellen Wetter und können wir überhaupt noch Boot fahren in der Zukunft und wie helfen uns da Klimaanlagen an Bord, um das etwas zu überbrücken. In der Vergangenheit hat man manchmal 1, 2 Tage im Jahr, wo es etwas unerträglich war. Das hat man dann irgendwie überbrückt. Aber mittlerweile ist es so, dass wir hier wochenlange Temperaturen haben, die für uns kaum noch aushaltbar sind. Ich meine, wir werden nicht jünger und ich merke, wie uns die Hitze immer mehr zu schaffen macht. Wir sind gestern zum Boot gekommen, hatten 37 Grad hier gehabt. Und alles, was ich angepackt habe an Metall, war so heiß, dass ich mir fast die Finger verbrannt habe. Und ja, wir haben erstmal alles öffnen müssen, um wenigstens ein bisschen für frische Luft zu sorgen. Aber es hat wenig genutzt. Es ist leider sehr heiß geblieben. Und ich merke das körperlich. Mein Ruhepuls liegt immer so bei 80. Und gestern habe ich den ganzen Tag einen Puls von 110 gehabt. Und da kann man sich ja schon vorstellen, wenn das Herz nicht mal so richtig mitmacht, dann gehört man irgendwann auch zu den Hitzetoten und das wollen wir natürlich nicht. Und schon bei der letzten Hitzewelle vor ein paar Wochen haben wir uns ein mobiles Klimagerät hier an Bord geholt, um wenigstens eine Stelle auf dem Boot zu haben, wo man es aushalten kann. Ja, wir sprechen noch ein bisschen über die Vor- und Nachteile eines solchen Schlauchsystems und gegenüber einem Splitgerät und vielleicht auch einem festen Einbau hier ins Boot. Erstmal zu solch einem Gerät. Das ist sehr ineffizient und eigentlich nicht geeignet. Allerdings ist es besser als nichts. Also der Nachteil dieser Geräte ist ja, die warme Luft wird in den Schlauch nach außen gepumpt und hier dieser Schlauch, der ist richtig heiß. Das heißt, hinter dem Gerät wird die Luft schon wieder kräftig durch den Schlauch erwärmt. Und der zweite Nachteil, den viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht kennen, ist folgender. Man muss sich ja vorstellen, dieses Gerät kühlt die Raumluft. Es saugt die Raumluft an und bläst hier vorne kühle Luft raus. Aber zweitens bläst es ja auch noch warme Luft nach draußen. Und das ist nicht wenig. Da werden kubikmeterweise warme Luft nach draußen gepumpt. Und wo kommt denn die Luft her, die nach draußen gepumpt wird? Die kommt natürlich wieder von außen hier in den Salon rein. Deshalb, das hier quillt eigentlich immer im eigenen Saft. Die Luft, die es kühlt, saugt von außen wieder als warme Luft an und kühlt die wieder. Sodass man hier im Salon eigentlich wenig Änderung spürt. Der einzige Vorteil ist, da, wo man sitzt, also im Bereich dieser Ausströmung der kalten Luft hier an der Couch, hier kann man es gut aushalten. Hier wird es richtig kühl, also aber nur im Luftstrom. Das ist wie beim Ventilator auch. Da, wo der Ventilator auf die Haut geht, merkt man es und im Rest des Raums nicht. So ähnlich ist das hier auch. Der Raum wird zwar generell ein wenig gekühlt, aber kaum merklich. Sobald ich außerhalb des Luftstroms hier mich begebe, ist es genauso heiß wie draußen. Das ist ja das Blöde. Hier gehen, was weiß ich, 40 Kubikmeter in der Stunde warme Luft nach draußen und 40 Kubikmeter warme Luft werden hier durch die Türen, Fenster wieder in den Salon gesaugt. Das heißt, es kann gar nicht richtig abkühlen, was man von einer normalen Klimaanlage abwartet. Aber besser als nichts. Solange man hier im Luftstrom hält, kann man diese heiße Zeit einfach überbrücken. Was macht denn ein Splitklimagerät besser? Ja, beim Splitklimagerät hat man eine Inneneinheit und eine Außeneinheit. Das heißt, es wird keine warme Luft nach außen gepumpt, die wieder angesaugt werden muss, sondern die Splitklimaanlage kühlt die Raumluft permanent ab und kühlt die Luft immer weiter runter, ohne dass von außen warme Luft nachgeführt wird. Ich war schon auf Booten mit fester Klimaanlage und da merkt man sofort, wenn man in das Boot reinkommt, wie kalt die Luft ist. Und das ist eben ein totaler Unterschied, ob die Luft ein bisschen gekühlt wird oder eben wirklich klimatisiert wird. Wenn man irgendwo in ein Geschäft geht mit Klimaanlage, da merkt man auch sofort den Unterschied von draußen nach drinnen. Und es ist nicht nur ein bisschen kälter. Alternativ kann man natürlich auch eine Klimaanlage ins Boot fest einbauen. Da muss man natürlich Platz für haben. Und das wird dann mit entsprechend Wasser gekühlt und muss dann auch über ein Schlauchsystem
in die verschiedenen Räume geführt werden. Dafür können wir nicht das Schlauchsystem der Heizung benutzen, sondern da muss natürlich ein extra Schlauchsystem verlegt werden. Und das macht die ganze Sache natürlich extrem teuer. Das fest eingebaute Klimagerät und die Arbeitszeit mit Schlauchverlegen und so weiter ist dann schon teuer. Da kann man vielleicht sogar mit irgendwo 10.000 € rechnen. Aber das ist natürlich die beste Lösung, weil ich kann zwar mit dem Gerät oder auch mit einem Splitklimagerät, was ich hier ins Fenster stelle, den Salon kühlen, aber in der Nacht, die Schlafräume, die bleiben ja heiß und das ist ja auch ein großes Problem, wenn ich bei 35 Grad irgendwo im Schlafzimmer liege und komme nicht in den Schlaf und die Luft nachts auch nicht abkühlt. Am Ende, wenn man das richtig machen will, dauerhaft, braucht man eine fest eingebaute Klimaanlage. Nochmal zum Splitgerät. Da kann man natürlich kleine Geräte nehmen, die man auch aus dem Wohnmobilbereich kennt, weil das Problem der Splitgeräte ist natürlich, die haben zwischen Innen- und Außeneinheit in der Regel einen festen Schlauch. Das heißt, wenn ich hier ein Splitgerät hinstellen möchte, dann muss die Außeneinheit durchs Fenster passen. Also ich muss Platz genug haben, um die Systeme zu trennen. Das geht zum Beispiel bei uns hier im Schlafzimmer nicht, weil da haben wir nur so kleine Fenster und da kriege ich nirgendwo ein Splitgerät durch. Das heißt, es fällt da für uns völlig weg. Und da haben wir gleich schon das nächste Problem. Es hat gerade angefangen zu regnen und da muss ich natürlich sofort das hier abbauen, weil bauartbedingt regnet es bei uns sofort rein, wenn die Scheibe offen ist. Und wir hätten anschließend einen großen Wasserschaden, je nachdem wie stark der Regen ist. Das macht keinen Spaß und es ist eigentlich wirklich nur eine absolute Notlösung. Ich persönlich weiß nicht, wie es für uns jetzt wirklich hier weitergeht im nächsten Jahr. Dieses Jahr haben wir jetzt geschafft, aber wir brauchen eine Dauerlösung für nächstes Jahr, sonst können wir bei solchen Temperaturen nicht mehr zum Boot fahren. Peter hatte gestern den Tag überbrückt, indem er auf die Insel Pierland gefahren ist und dort im Schatten gestanden hat. Haben wir hier leider im Hafen nicht. Wir stehen den ganzen Tag voll in der Sonne, das es auch noch schwieriger macht. Also Schattenplatz würde schon mal ein wenig helfen. Aber auf Pierland hat man wiederum keinen Strom und kann dann keine Klimaanlage betreiben. Also es ist ein Für und Wider. Und ja, mal schauen, wo bei uns die Reise hingeht. Und ja, wenn man heute chartert, dann sollte man vielleicht darauf achten in den Sommermonaten, dass man Boote nimmt, was auch über eine Klimatisierung verfügt. Dann kann man auch solche heißen Tage überbrücken, wenn es nicht zu viele hintereinander sind. Nur im Boot tagelang zu sitzen und den Dingen zu harren, die da draußen passieren, macht am Ende auch keinen Spaß. Da bin ich zu Hause besser aufgehoben. Ja, das waren so meine Gedanken zu dem aktuellen Wetter. Und ja, vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr die Zukunft des Bootfahrens seht im Zeichen des Klimawandels.